Es geht weiter. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und du bist im Workshop Dein Weg zu B2 in Deutsch. Dies ist das zweite Video des dreiteiligen Unterrichts zum Erreichen des B2-Niveaus. Wenn du das erste noch nicht gesehen hast, kannst du es dir hier anschauen, denn darin erkläre ich dir, wie du mit der Induktiv-Deduktiv-Methode unsere Grammatik und mit der Assoziationsmethode unseren Wortschatz einfacher und schneller lernen kannst. Alle Materialien zu diesem kostenlosen Workshop findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Heute geht es weiter an die Praxis, denn wir üben mit den beiden Methoden. Du bekommst nun 2 Lektionen von mir, den Konjunktiv 2 aus meinem Grammatikkurs und den wichtigsten Wortschatz rund um das Thema Wohnen aus meinem Wortschatzkurs. So lernst du Deutsch auf logische und stressfreie Art und merkst sofort, warum diese beiden Methoden so besonders sind. Also, bist du bereit für den Konjunktiv? Dann geht's los. Schau dir das folgende Beispiel an, dann wirst du direkt verstehen, worum es hier geht. Ich habe eine Frage an dich. Hast du 1 Million Euro? Nein? Ich auch nicht. Aber wenn ich 1 Million Euro hätte, dann würde ich mir ein Haus kaufen. Ich könnte aber auch die Hälfte des Geldes spenden, wenn ich 1 Million auf dem Konto hätte. Vielleicht würde ich auch eine Kreuzfahrt machen, wenn ich so viel Geld hätte. Es handelt sich hierbei um eine Bedingung. Die Million Euro ist die Bedingung dafür, dass man verschiedene Sachen mit dem Geld machen kann. Das heißt, wenn A passiert, dann kann auch B passieren. Du kennst normale Bedingungssätze wie: wenn es regnet, dann wird die Straße nass, wenn du Hunger hast, dann isst du etwas. Wir wachen auf, wenn der Wecker klingelt. Was ist aber der Unterschied zum Konjunktiv 2? Diese 3 Situationen sind real. Es regnet oft, zumindest in Deutschland. Du hast wahrscheinlich jeden Tag Hunger und bestimmt wachst du auf, wenn dein Wecker klingelt. Hoffentlich. Aber die Million Euro, die ist nicht real. Sie ist ein Wunsch. Man spricht deshalb auch von Irrealem. Das ist das Gegenteil von real. Hier noch ein weiteres Beispiel für Irreales mit dem Konjunktiv 2. Bist du Präsident oder Präsidentin deines Heimatlandes? Nein, ich auch nicht. Aber wenn ich Präsidentin wäre, dann würde ich vieles ändern. Ich würde mehr Geld in die digitale Bildung investieren, wenn ich Präsidentin wäre. Jedes Schulkind hätte einen Computer und wüsste genau, wie man über das Internet lernt. Wenn ich Präsidentin wäre, dann gäbe es keine Armut mehr, denn jeder hätte einen gut bezahlten Job. Aber ich bin keine Präsidentin und deshalb sind meine Ideen nicht real, sie sind irreal. Ist dir aufgefallen, dass es im 3. Beispiel im Nebensatz, wie man über das Internet lernt, keinen Konjunktiv 2 gibt? Das liegt daran, dass es Realität ist, dass man im Internet lernen kann. Außerdem gehört dieser Nebensatz zu wüsste, was im Konjunktiv 2 steht. Der ganze Nebensatz ist übrigens ein Akkusativobjekt, aber das ist ein Thema für ein späteres Modul. Es ist möglich und üblich, Bedingungssätze mit Modalverben zu formulieren. Dazu schauen wir uns nochmal ein paar der letzten Sätze mit mir als Präsidentin an. Wenn ich Präsidentin wäre, dann würde ich vieles ändern. Man kann auch sagen, wenn ich Präsidentin wäre, dann könnte ich vieles ändern. Ich würde viel mehr Geld in die digitale Bildung investieren, wenn ich Präsidentin wäre. Oder
Ich könnte mehr Geld in die digitale Bildung investieren, wenn ich Präsidentin wäre. Du siehst, dass man meistens entweder würde oder ein Modalverb mit dem Infinitiv kombiniert. Hier noch andere Beispiele von Konditional- bzw. Bedingungssätzen mit dem Konjunktiv 2 und würde oder mit Modalverben. Wenn es draußen wärmer wäre, würde ich ins Schwimmbad gehen oder könnte ich ins Schwimmbad gehen. Wenn du mehr lernen würdest, müsstest du keine Angst vor deinen Prüfungen haben. Du könntest schon längst im Supermarkt sein, wenn du nicht immer so langsam wärst. Wenn die Kinder immer lieb wären, dann dürften sie viel mehr mit dem Computer spielen. Wenn es keine Kriege gäbe, wäre die Erde ein friedlicher Ort. Versuche dich nun mal an den Übungen, die ich für dich erstellt habe. Du kannst einerseits die Formen trainieren und das Gelernte danach in einer kreativen Übung frei anwenden. Na, wie fandest du die Lektion? Hast du ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie der Konjunktiv 2 funktioniert? Übrigens ist das nur ein Teil des Themas. Im zweiten Modul meines Grammatikkurses dreht sich alles um den Konjunktiv und natürlich auch um den Konjunktiv 1. Du lernst alle höflichen Formen, wie man Ratschläge gibt, wie man den Konjunktiv in der Vergangenheit und in der Zukunft benutzt und es gibt zahlreiche kreative Schreibaufgaben, die ich für dich korrigiere. Nun gehen wir weiter zur Assoziationsmethode und wie du damit den deutschen Wortschatz am schnellsten lernen kannst und sogar Spaß dabei hast. Du brauchst übrigens keine Notizen zu machen, du findest alles in den Workshop-Unterlagen. Bist du bereit? Dann geht's weiter. Beim klassischen Wortschatzlernen, nicht in der Linkster Academy, merkt man sich neue Wörter oft so. Der Flur, länglicher Raum im Haus mit Türen auf der rechten und linken Seite, die zu anderen Zimmern führen. Der Boden, die Grundfläche in einem erschlossenen Raum bzw. die Erde außerhalb. Im Prinzip ist es ja nicht falsch, wenn man zu jedem Wort eine Definition hat. Aber man muss auch erstmal die Definition verstehen. Natürlich ist es gut, wenn alles nur auf Deutsch ist, aber der Nachteil ist, dass es viel, viel länger dauert. Oft braucht man mehrere Definitionen, um das neue Wort zu verstehen. Außerdem lernt man Wörter einzeln, ganz ohne Kontext. Es gibt oft keine Situation dazu, die man sich vorstellen kann. Und das ist doch langweilig und viel komplizierter, oder? Hier in der Linkster Academy machen wir es uns natürlich nicht so schwer, sondern so einfach wie möglich. Schau mal, wie das Ganze mit der Assoziationsmethode funktioniert. Zunächst haben wir ja schon ein Thema vorgegeben, und zwar Wohnen. Was bedeutet Wohnen? Menschen brauchen einen Platz zum Leben, zum Schlafen, zum Essen und so weiter. Und das sind meistens Wohnungen oder Häuser. Woraus bestehen diese Wohnungen und Häuser? Und vor allem, wie sieht dein Zuhause aus? Du gehst vielleicht jeden Tag ein und aus und du kennst jede Ecke in deinem Zuhause. Alles, was du dort siehst und täglich lebst, ist das Thema des Wortschatzes. Wohnungen und Häuser haben im Prinzip all das, was du sowieso schon kennst. Aktiviere dein Vorwissen. Mach dir jetzt schon mal ein Bild von deinem Zuhause und allem, was dazugehört. Und nun schauen wir uns die Wörter nochmal an. Der Flur. Du kennst das Wort nicht? Dann schlag es direkt nach. Ich empfehle dir dafür das kostenlose Pons-Wörterbuch. Ansonsten hier ein Bild. Gehen wir mal zum nächsten Wort. Der Boden. Weiter die Wand. Das und noch vieles mehr ist Teil deines Zuhauses. Und nun beginnen wir eine Geschichte.
Ich inspiriere dich jetzt, aber du kreierst deine eigene Geschichte, die du dir dann am besten merken kannst. Also, stell dir vor, du kommst nach Hause. Du öffnest die Tür und dann stehst du direkt im Flur. Was siehst du als erstes? Schaust du auf den Boden? Hast du vielleicht ein Haustier, das dort auf dich wartet? Was siehst du? Oder ziehst du als erstes deine Schuhe aus und stellst sie in den Schuhschrank? Vielleicht geht dein erster Blick direkt zur Wand, an die du deine Jacke hängst. Oder möglicherweise hast du einen Spiegel an der Wand oder ein Bild. Visualisiere alles in deinem Kopf und erzähle eine kleine Geschichte dazu. Mit welchen Bildern verbindest du die Wörter und wie klingen sie für dich? Sprich die Wörter und deine Geschichte laut aus. Wie kannst du deine Geschichte nun aktiv tun? Gehe in deinen Flur. Wie sieht er aus? Schau auf den Boden. Aus welchem Material ist der Boden? Aus Holz? Aus Stein? Hast du dort einen Teppich? Was ist mit den Wänden? Wie viele Wände gibt es in deinem Zuhause? Welche Farbe haben sie? Hast du sie gestrichen, als du eingezogen bist? Oder waren sie schon gestrichen? Was gibt es noch in deinem Flur? Stehen dort Möbel? Hast du eine Garderobe oder einen Kleiderständer, an den du deine Kleider hängst? Hast du einen Schuhschrank, um deine Schuhe abzustellen? Siehst du, was hier passiert? Wir kreieren nicht nur eine Geschichte, die du dir gut merken kannst, du nimmst auch direkt neue Wörter zu diesem Thema mit auf. Vielleicht erfindest du die Geschichte auch in deiner Muttersprache und das ist absolut okay. Nimm dann dein Handy in die Hand und suche diese Wörter auf Deutsch. Sprich sie laut aus und berühre die Dinge in deinem Zuhause und sag etwas dazu. Zum Beispiel, meine Wand ist hellblau. Ich habe sie extra für meine Videos hellblau gestrichen. Vorher war die Wand weiß. Siehst du den kreativen Prozess hinter dieser Methode? Das ist dein persönlicher Lernprozess. Der funktioniert am besten. Es geht um deine Welt, deine Emotionen und die Wörter, die du für dich brauchst. Und deshalb ist diese Methode so viel effektiver als jedes Lehrbuch. Und vergiss nicht, das Ganze zu wiederholen, und zwar an mehreren Tagen, damit du keine Wörter vergisst. Ist es nicht viel einfacher, es so zu verstehen, als mit einer ewig langen Wörterliste? Wie findest du die Methode? Möchtest du damit weiterlernen? Was hast du heute gelernt, was du noch nicht gewusst hast? Und welche Themen sind für dich wichtig? Schreib mir einen Kommentar mit deiner eigenen Geschichte zum Thema Wohnen oder zu einem anderen Thema deiner Wahl und ich werde versuchen, alles zu korrigieren. Der Unterschied zwischen den klassischen Vokabelbüchern und der Assoziationsmethode ist ganz einfach. Sie bringt dich dazu, dass du selbst aktiv wirst, dass du dir deine eigenen Geschichten aufbaust mit den Wörtern, die du sowieso schon in deiner Sprache kennst. Denn alles, was du im Deutschen lernen musst, kennst du ja im Prinzip schon. Du brauchst nur die Wörter dazu. Und die bekommst du von mir, und zwar nach Themen geordnet. Ich helfe dir dabei, die deutsche Welt selbst zu entdecken und Dinge zu hinterfragen, um auf eine Antwort zu kommen. Natürlich bekommst du von mir auch einen Haufen Texte, Audios, Übungen, aber vor allem korrigiere ich deine Schreibaufgaben und wie du sprichst und zeige dir Schritt für Schritt, wie du deinen Wortschatz perfektionierst und auch die Wörter lernst, die dir fehlen. Mit dieser Methode kannst du in 10 Wochen den gesamten Wortschatz bis B2 lernen. Einen großen Teil hast du ja schon geschafft. Du kannst quasi alle wichtigen Themen mit dieser Methode ganz einfach und schnell lernen. Alltag, Freizeit, Arbeit, Studium, Landeskunde, Technik, Medien, Umwelt, Reisen, Gesundheit und so weiter. Und du bereitest dich damit auch optimal auf eine Deutschprüfung vor. Schreib mir bitte auch einen Kommentar, welches Lernziel du momentan hast,
damit ich dich besser kennenlernen kann. Ich hoffe, dieser Workshop hat dir bisher genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn du also das B2-Niveau erreichen und endlich problemlos kommunizieren willst, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Es gibt jetzt meinen kompletten B-Grammatik-Kurs und den kompletten B-Wortschatzkurs in einem Paket. Damit hast du alles, was du brauchst, um in wenigen Monaten auf das B2-Niveau zu kommen. Und mit alles meine ich alles, denn wir trainieren alle 4 Fertigkeiten. Lesen, hören, schreiben und sprechen. Profitiere von meinen Korrekturen deiner Schreibaufgaben und in unseren regelmäßigen Zoom-Konferenzen. Was willst du mehr? Ich habe in den letzten Jahren tausende Deutschlerner an ihr Lernziel gebracht und du kannst das auch schaffen. Ich freue mich riesig, das mit dir gemeinsam in Angriff zu nehmen. Alle Videos findest du unter diesem Video und verpasse auch das 3. und letzte Video des Workshops nicht, denn darin erzähle ich dir nicht nur mehr über die Kurse, sondern ich gebe dir auch noch wertvolle Tipps, wie du am effektivsten lernen kannst. Ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.